In Folge 13 wollen wir darüber sprechen, ob sich eine Investition in Cartier-Schmuck rentiert oder ob man lieber in Gold investieren sollte. Grundsätzlich ist es günstiger, in reines Gold zu investieren als in Schmuck, da bei Schmuck eine Verarbeitung anfällt, die extra Gebühren kostet. Unverarbeitetes Gold ist somit günstiger als verarbeitetes Gold. Nun, lohnt sich eine Investition bei Cartier? Ich würde sagen, ja. Wenn man sich die letzten 3 Jahrzehnte anschaut, kann man davon ausgehen, dass es für den Cartier-Schmuck Preissteigerungen im Bereich von 7 bis 10% jährlich gibt. Man kann also sagen, der Preis für ein Cartier-Schmuckstück verdoppelt sich circa nach 10 bis 15 Jahren. Wenn man also einen langen Atem hat und die Stücke neu erwirbt, kann man sie durchaus nach 10 bis 15 Jahren zu dem Preis, den man damals gezahlt hat, wieder verkaufen, weil der Preis in der Zwischenzeit sich verdoppelt hat. Außerdem können Sie natürlich Ihre Cartier-Schmuckstücke auch jederzeit aus Ihrem Schließfach holen und tragen, was mit Goldbarren sich dann etwas schwieriger gestalten würde. Wenn Sie Ihre Schmuckstücke gut behandeln, sollten Sie immer um die 50% des Neukaufpreises erhalten. Wie wir bereits besprochen, die jährliche Preissteigerung bei Cartier beträgt zwischen 7 und 10%. Wenn Sie also ein Markenschmuckliebhaber sind und Ihnen die Sachen von Cartier gut gefallen, dann ist eine Investition in Cartier durchaus lohnenswert. Wenn Sie kurzfristig Gewinne machen möchten, also nicht erst nach 10 bis 15 Jahren, empfehle ich Ihnen, schöne Stücke gebraucht zu kaufen, welche noch in gutem Zustand sind, und so erhalten Sie vielleicht bereits nach 5 Jahren einen höheren Verkaufspreis, als Sie für das gebrauchte Stück bezahlt haben. Um einen möglichst hohen Verkaufspreis erzielen zu können, sollten Sie die Box haben, wenn noch vorhanden, den Außenkarton. Mit ein bisschen Glück haben Sie auch noch das Zertifikat, das dazugehörige. Je kompletter das Schmuckstück ist, desto mehr erhalten Sie beim Wiederverkauf. Für Privatverkäufer ist es besser, wenn Sie das Zertifikat haben. So ist es leichter, die Authentizität des Schmuckstücks nachzuweisen. Wenn Sie so ein Schmuckstück von einem Händler kaufen, können Sie dies auch getrost ohne Zertifikat kaufen, da der Händler in der Regel für die Echtheit des Schmuckstücks bürgt. Abschließend möchte ich sagen, dass es sich hier um meine rein persönliche Meinung handelt. Natürlich ist es möglich, dass Cartier in den nächsten 5 Jahren keine Preiserhöhungen durchführt und dass deswegen die Preise für die Cartier-Sachen nicht steigen werden. Es soll also keine Kaufempfehlung sein. Ich kann nur rückblickend auf meine Erfahrungen der letzten 30 Jahre zurückschauen, und in diesen Zeiten sind die Preise stetig gestiegen. Selbstverständlich sind Preise auch von Angebot und Nachfrage abhängig. Es gibt seltene limitierte Editionen von Cartier, die sehr beliebt sind und sehr gefragt sind. Diese erzielen natürlich einen weitaus höheren Preis als Schmuckstücke, die sehr weit verbreitet und bereits häufig verkauft wurden. Diese können dann vielleicht nur einen Preis von 30 bis 40% des Neupreises erzielen, wobei die seltenen Schmuckstücke dann Preise bis zu 70-80% erzielen können. Oder bei vergriffenen, limitierten Auflagen die Preise weitaus höher sein können als
der derzeitige heutige Verkaufspreis liegen würde. Es empfiehlt sich also als interessierter Schmuckkäufer, sich vorher ein wenig über die einzelnen Kollektionen zu informieren und entsprechend in Erfahrung zu bringen, welche Kollektionen gefragt oder weniger gefragt sind. Möchtet ihr mehr zum Thema Markenschmuck und mehr Details zu einzelnen Schmuckstücken erfahren, dann abonniert doch unseren Channel. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen unserer anderen Videos und sagen euch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.